Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Wie auch letztes Jahr im Dezember mache ich dieses Jahr wieder einen Streifzug durch meine Vitrinen und präsentiere Armeen, die zwar immer wieder bearbeitet werden, aber nur wenig Zeit in Videos finden. Den Anfang macht dieses Jahr meine Ork-Armee, die in der Videoreihe Der Marsch auf die Blauen Berge entstanden ist. Den Ursprung hatte das Ganze in einer Idee von Michi vom Würfelorden, Grüße an dieser Stelle, eine Zwergenarmee um Königin Dies aufzustellen. Meine Orks stellten dann die Gegenseite dar. Leider ist das Projekt dann von meiner Seite aus etwas eingeschlafen, aber ich habe immer wieder an den Orks gearbeitet und nach kam eine weit größere Armee zustande, als ich eigentlich geplant hatte. Schauen wir uns also an, was alles zusammengekommen ist. Ich mache dabei jetzt keinen Unterschied darin, welche Einheiten ursprünglich für den Marsch auf die Blauen Berge gedacht waren und welche nicht. Wie bei den Orks üblich, geht es mit den Anführern los, die ihr hier ja auch schon die ganze Zeit sehen könnt. Da diese Modelle auch für Warhammer genutzt werden sollen, kann es durchaus passieren, dass hin und wieder mal die Bezeichnung Warboss fällt, also entschuldigt bitte. Die Modelle selber sind von Artisan Guild und stammen aus dem Drucker und ich bin mehr oder weniger durch Zufall über dieses Set gestolpert. Ich war nämlich auf der Suche nach einem Ork-Boss, der mal nicht auf einem Wildschwein reitet. So kam ich dann an diese Modelle. Insgesamt sind es 3, aber bisher sind nur diese beiden hier gedruckt worden. Bei dem Modell mit den langen Haaren gehe ich davon aus, dass es eine Orkkriegerin ist. Jedenfalls wirkt das Gesicht sehr weiblich. Aber darum soll es hier gar nicht gehen. Was mir an der nämlich sehr gut gefällt, ist, dass sie keine anatomisch geformte Rüstung trägt. Diese Art Rüstung ist nämlich, wenn man sich mal näher damit beschäftigt, an sich ziemlich bescheuert, weil dadurch Schläge genau dorthin gelenkt werden, wo man sie nicht haben möchte und einen wunderbaren Schlagkanal haben, wenn man das so nennen kann. Nämlich genau in die Mitte der Brust und zum Beispiel gerade der Dorn eines Streithammers hat dann einen ziemlich drastischen Effekt. Die Wölfe habe ich vergrößert, weil die wären sonst zu klein gewesen. Das habe ich auch schon einmal in einem Werkbankvideo erwähnt. Es gibt auch noch ein drittes Modell in dem Set, aber das hat es bisher weder in den Drucker und damit auch nicht auf den Tisch geschafft. Aber ich denke, das wird auch bald der Fall sein. Mit Charaktermodellen geht es auch weiter. Der Schamane und der Orkhäuptling zu Fuß sind ohnehin die einzigen beiden weiteren Charaktermodelle dieser Armee. Diejenigen von euch, die die Spielberichte auf meinem Kanal gesehen haben, wissen ja, dass Jörg und ich wenig bis gar keine Magie einsetzen und deswegen ist auch kein großer Bedarf an einer größeren Anzahl Magier oder Priester. Der Schamane ist ein Eigenbau aus einem Haradrim und wie ihr sehen könnt aus einem Düsterwag. Auf die Idee dazu bin ich gekommen, weil ich während des Malens einen der alten Winnetou-Filme geschaut habe und der Schamane im Film aus irgendeinem Grund immer einen Mantel mit Büffelkopf getragen hat. Aus diesem Grund hat der Schamane hier jetzt eben einen Wagschädel auf dem Kopf. Eingesetzt wurde das Modell bisher noch nicht, weil wie gesagt kein großer Bedarf an Magie bestand. Jedenfalls bisher. Aber wie es so schön heißt, man soll nie sagen. Der Orkhäuptling ist von Gamezone und an dem ist, außer dass er angemalt wurde, rein gar nichts gemacht worden. Der wurde zusammengebaut und bemalt, damit hat es sich. Es könnte sein, dass ich den irgendwann mal entfärbt habe, aber das weiß ich leider auch nicht mehr so genau. Der war mit einem zweiten Ork im Blister und die haben mir damals sehr gut gefallen, weil sie für mich vom Aussehen her sehr gut zu Herr der Ringe gepasst haben. Jedenfalls für mich, wie gesagt. Außerdem waren die Modelle bulliger als die von Games Workshop und eigneten sich daher sehr gut als Orkbosse. Die Ork-Armee ist dann bis heute nicht aufgebaut worden, aber ein guter Teil Modelle ist vorhanden und auch Druckdaten gibt's genug. Ich müsste nur endlich mal anfangen zu drucken und zu malen. Nach den Charaktermodellen kommen jetzt die normalen Einheiten, wenn man bei Orks überhaupt von normal sprechen kann. Den Anfang machen hier die umgebauten Wagreiter. Die Grundlage für die sind die Jäger-Orks auf Düsterwag. Die haben mir als Kavallerie einfach nicht gefallen und das habe ich ja schon an verschiedenen Stellen erwähnt. Ich werde aber nicht müde, es immer noch zu tun. Die Rüstung von diesen Modellen ist einfach absurd. Der Rücken und die Schultern sind gepanzert, als ob die Jungs Schlachtschiffe auseinandergenommen hätten und daraus ihre Rüstungen gebaut hätten. Und der Bauch ist frei, damit man das Sixpack sieht. Ja, das kann man machen. Allerdings auch in einer Fantasy-Welt, und ich sage bewusst auch in einer Fantasy-Welt, reitet niemand in die Schlacht mit freiem Unterkörper. Das tut auch ein Ork nicht, weil so blöd ist er nicht. Da ging es um gut Aussehen und ich finde, es sieht einfach albern aus. Deswegen mussten Umbauten her. Ich habe ja auch noch ein paar alte Wagreiter aus Isengard. Die sind zwar ganz nett, aber gefallen tun sie mir leider heute auch nicht mehr so besonders. Denn sie sind halt einfach 20 Jahre alt und die bräuchten auch mal, wie man so schön sagt, dringendst ein Facelift.
Folglich brauchte ich, weil ich ja schwere Kavallerie für meine Orks haben wollte, Umbauten. Ich hatte das Glück, zweimal relativ günstig an die Starterbox Schlacht auf den Pelennor-Feldern heranzukommen. So hatte ich eine ganze Menge Moranon-Orks und die waren alle nur zu gerne bereit, ihren Unterkörper aufzugeben, damit sie dafür dann auf einem Wag reiten können. Das einzige Problem, vor dem ich dann stand, war, dass die Düsterwag-Reiter nicht als einzelne Modelle im Set beiliegen, sondern schon Teile an den Wag modelliert sind. Das dürften alle wissen, die die Bausätze kennen. Wahrscheinlich möchte GW nicht, dass man mit den Modellen mehr Spaß hat, als nur bemalen und spielen, so wie sie es vorgesehen haben. Entschuldigung, aber diesen Seitenhieb konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Aber wie ihr seht, hat mich das alles nicht aufgehalten und ich habe so lange gesägt, geschnitten und auch gebohrt, bis die Reiter auf ihren Wagen saßen. Natürlich musste dann auch wieder einiges nachmodelliert werden, weil viel weggeschnitten wurde und es wurde ordentlich Greenstuff verbraucht. Die Wagreiter sind auch die Einheit, die mir bei meinen Herr der Ringe-Orks am besten gefällt. Einfach nicht nur, weil so viel, sondern auch die meiste Arbeit in sie hineingeflossen ist. Aber ich denke, das Ergebnis war die ganze Arbeit wert und jedes Modell ist ein Einzelstück. Das gibt es so nur einmal. Nach Charaktermodellen und Kavallerie kommt jetzt natürlich die Infanterie an die Reihe. Und hier machen meine Uruks den Anfang. Diese Uruks basieren auf den Dämonen von Frostgrave und sind einfach nur mit Köpfen von Warlord Games ausgestattet worden. Die haben damals das Set von Wargames Factory von den Orks übernommen. Diese Orks waren designt nach dem Vorbild der Bilder von Angus MacBride aus den 80ern. Das habe ich, glaube ich, auch schon hin und wieder mal gesagt. Und diese Bilder gefallen mir wirklich sehr, sehr gut und deswegen passen auch, finde ich, diese Orks auf diese Dämonenkörper drauf. Das einzige Problem hierbei ist, dass es nur 4 Varianten Körper gibt. 2 davon seht ihr hier, nämlich die mit Stiefeln und die ohne. Die anderen beiden tragen keine Stiefel und haben auch keine blanken Füße, weil sie schlicht und simpel Boxbeine haben. Ja, es sind halt Dämonen, aber mir spukt mittlerweile eine Idee im Kopf herum, dass ich vielleicht diese Körper nehme und da einfach andere Beine dran mache. Von dem Umbau der Wagreiter habe ich nämlich immer noch die Beine der Moranon-Orks übrig und bei dem Modell mit dem roten Kopf und der Axt auf der rechten Seite habe ich das auch schon einmal ausprobiert. Er ist ein bisschen kleiner als die Originalmodelle, was mich aber herzlich wenig stört, denn wie sagt es ein guter Freund von mir immer, es gibt große und kleine Menschen, also gibt es auch große und kleine Orks. Und so kann ich dann das Set komplett wie es ist benutzen und nach langer, langer Suche habe ich dann auch endlich die Einzelteile für die Modelle wiedergefunden. Da kommen jetzt die Köpfe drauf, damit dann eine neue Rotte Uruks entstehen kann. Natürlich habe ich auch Modelle mit Handwaffe und Schild gebaut, weil Teile waren übrig und ich habe gedacht, probieren wir es einfach mal aus, wie es aussieht und auch die sehen sehr gut aus in dieser Variante. Einer ist auch hier schon ein Umbau, nämlich der gute Mann mit dem sehr langen Waffenrock. Da hatte ich den Unterkörper eines Kriegers der Armee der Toten übrig und dachte mir, kleb einfach mal den Oberkörper drauf und guck, wie es aussieht. Es sieht jetzt so ein bisschen aus, als hätte er einen Rock an, aber ist mir herzlich egal. Er macht sich in der Einheit ganz gut und steht meistens hinten. Dann fällt es nicht ganz so sehr auf, dass er so komisch gewandet ist. Aber letzten Endes, Teile wurden benutzt, Teile wurden sinnvoll benutzt und nicht einfach irgendwie. Es war eben ein Versuch, wie das aussieht. Ich denke, er macht sich ganz gut zwischen den Orks. Das hier sind jetzt die Orks, die die Köpfe geliefert haben für meine Uruks, nämlich die Orks, die mal von Wargames Factory und jetzt von Warlord Games produziert werden. An dem Bausatz ist eigentlich alles geblieben, wie es war, mal abgesehen von den Köpfen mit den großen Helmen, das sind nämlich die ursprünglichen Köpfe der Frostgrave-Dämonen, aber die machen sich bei den Orks hier auch ganz gut. Ein kleiner Nachteil bei diesen Modellen ist, dass sie komplett in Einzelteilen kommen. Die Modelle haben keine Waffen in der Hand, der Torso muss auf die Beine geklebt werden, die Arme sind alle einzeln und auch jeder Arm ist so modelliert, dass die Hand so ist, dass sie etwas greifen kann. Klar, das funktioniert sehr gut, wenn man zweihändige Waffen hat. Allerdings, sobald ein Schild dann in der Hand ist, sieht das ein bisschen blöd aus, wie ihr hier sehen könnt. Nichtsdestotrotz, so hat man sich in den 80er Jahren die Orks von Herr der Ringe vorgestellt und ich dachte mir, das ist doch auch einen kleinen Auftritt hier im Video wert, einfach nur um mal diese alte Optik des Herr der Ringe zu zeigen, die, wie ich gerne sage, eine gewisse Melancholie mitbringen. Das sieht man zum einen natürlich an den Orks, beziehungsweise das ist nicht Melancholie, das ist einfach nur zum Teil echt gruselig, aber man kann das sehr schön bei den Bildern von Rohan und Gondor sehen. Ich kann jetzt hier leider nichts davon zeigen, wegen der ganzen Urheberrechtsgeschichten, aber googelt einfach mal nach Angus MacBride und
Lord of the Rings, dann werdet ihr schon fündig werden und ihr werdet verstehen, was ich meine. Er ist da sehr stark an einem, ja, gerade was die Rohirrim angeht, an einem sehr stark historischen Vorbild orientiert, was Tolkien ja auch im Sinn hatte mit den Rohirrim. Er hat in einem Interview mal gesagt oder in einem Brief, das weiß ich nicht mehr so genau, dass er sich die Rohirrim immer vorgestellt hat wie Angelsachsen, die wie hochmittelalterliche Ritter in die Schlacht ziehen. Er muss es in demselben Interview oder Brief auch gesagt bzw. ja geschrieben haben, dass wenn die Angelsachsen eine Kavallerie ähnlich gehabt hätten wie die Normannen, die Schlacht von Hastings vielleicht ganz anders ausgegangen wäre. Aber das steht alles in den Sternen und ich kann euch leider nicht mehr sagen, wo ich das gefunden habe, aber die Herr der Ringe-Spezialisten unter euch werden mit Sicherheit sehr genau wissen, was ich meine. Ohne Fernkämpfer kann auch in Mittelerde keine Armee wirklich bestehen. Also mussten Orkbogenschützen her. Jetzt gibt es natürlich das Problem, dass es an sich nur 2 Plastik-Orkbogenschützen gibt und die hat man dann mehrfach in der Armee. Das Schöne daran ist, sie passen auf jeden Fall in die Einheiten rein, auch bei Eckbases, die ja bei Herr der Ringe eigentlich gar nicht verwendet werden, und stehen dann wunderbar in Reihe und Glied. Leider sieht es ziemlich langweilig aus, wenn diese 2 Modelle x-mal nebeneinander stehen. Das macht sich vielleicht beim Skirmish ganz gut, aber nicht bei Rank and File. Also mussten auch hier wieder Umbauten her. Bei den Modellen habe ich mir dann mal einen Spaß erlaubt und habe blind aus meiner Kiste mit den Orks Modelle gezogen und diese mussten dann umgebaut werden. Egal, was bei rauskam, die Modelle mussten genommen werden. Das Ergebnis seht ihr jetzt hier und es gab ja auch ein Video dazu. Es sind von den umgebauten Orks auch noch nicht alle angemalt worden. Ein paar stehen immer noch in der Warteschlange, aber die fertigen wollte ich jetzt schon mal präsentieren. An Teilen habe ich alles verwendet, was die Bitsbox wirklich hergegeben hat. Die Arme und Hände sind von Oathmark-Zwergen, Warlord Games Orks, genauso wie die Bögen. Bei manchen Modellen habe ich auch Teile der Elfen von Oathmark verwendet. Also hier ist wirklich kreuz und quer durch die Bank weg Zeug verwendet worden. Da war kein Halten. Das Ergebnis ist in Ordnung, wie ich finde. Man hätte vielleicht ein paar Dinge anders machen können. Ein bisschen mehr Green Stuff vielleicht an der einen oder anderen Stelle benutzen, um die Figur noch ganz anders zu gestalten. Aber im Endeffekt ging es darum, verschiedene Bogenschützenposen zu haben, damit die Bogenschützen nicht immer nur 2-mal dasselbe Modell sind. Mit den Bogenschützen ist dann die Vorstellung der umgebauten Figuren auch größtenteils abgeschlossen. Jetzt kommen wir erstmal zu den Modellen, die wahrscheinlich jeder Herr der Ringe-Spieler kennt und in der einen oder anderen Form vermutlich auch zu Hause hat, einfach weil sie in der Grundbox Schlacht auf den Pelennor-Feldern dabei waren. Sprich, hier kommen jetzt die Morannon-Orks. Zu denen kann ich euch nicht viel sagen, weil die meisten von denen habe ich entweder einfach nur ganz normal angemalt, damit ich sie als Fußvolk für meine Armee verwenden kann, oder sie wurden eben umgebaut, damit sie dann auf Wagen reiten konnten. Die Morannon-Orks gefallen mir besser als die normalen Orks, nenne ich sie jetzt einfach mal, weil sie schlicht und ergreifend etwas mehr Panzerung am Leib tragen und weil man hier auch besser erkennen kann, wo die Kleidung endet und die Haut oder die Haare des Modells anfangen. Das ist bei manchen der kleineren Orks wirklich ein Abenteuer und besonders stehen dabei heraus die beiden Orks mit den viereckigen Schilden und den Schwertern. Bei den beiden weiß man wirklich manchmal nicht, sind das jetzt die Haare oder ist es die Kleidung. Aber auch die Wagreiter aus Isengard, die haben genau das gleiche Problem. Deswegen mag ich die eigentlich auch nicht mehr. Und ich kann halt nur sagen, das sind Modelle, die dringendst mal eine Überarbeitung brauchen, damit sie wieder auf einen aktuellen Stand gebracht werden können. Und so kommen wir jetzt auch zu den kleinen Orks. Das hier sind jetzt die Speerträger, alle 3 Posen, die es gibt. Ich habe den Jungs allen Schilde gegeben, weil irgendwie fand ich das passender, als sie einfach nur mit Speeren durch die Landschaft laufen zu lassen. Da bin ich ein bisschen altmodisch vielleicht, aber Speerträger sollten Schilde haben, so wie es bei Warhammer im Imperium auch der Fall gewesen ist. Außerdem sieht so ein Speerwall mit Schilden doch immer noch ein bisschen beeindruckender aus, als einfach nur so ein, ja, ich will mal sagen, schottischer Schildron, wo nur die Speere nach außen gehalten werden. Ja, das kann auch beeindruckend sein, gefällt mir aber mit den Schilden so weit besser. Außerdem waren die Schilde noch als Bits übrig und so haben sie eine gute Verwendung gefunden. Weiter geht es dann mit einer Gruppe mit Handwaffe und Schild. Hier sind jetzt auch die Orks dabei, wo ich gesagt habe, es ist wirklich schwer zu unterscheiden, ob es sich um die Kleidung handelt oder um die Rüstung. Wie gesagt, das sind die mit den viereckigen Schilden. Das sind an sich schöne Modelle, aber manchmal ist man an einigen Stellen wirklich überfragt, wo hört was auf und wo fängt was an. Das verleidet mir die Modelle so ein bisschen. Und die Tatsache,
dass hier so ziemlich jetzt alle Posen vertreten sind, die es gibt. Ich glaube, bis auf eine ist alles drin. Ja, das ist schön, aber das sieht auf Dauer etwas langweilig aus, vor allem, weil ich die Modelle ja nicht nur für Herr der Ringe benutze, sondern für allerlei Skirmish-Systeme. Da sieht es halt langweilig aus, wenn die Modelle irgendwie alle gleich sind. Da bin ich immer froh, wenn ich variieren kann, deswegen habe ich auch einiges schon umgebaut, wie ihr ja alle wisst. Aber irgendwie, ja, die Modelle müssten halt vielleicht mal überarbeitet werden und ein paar neue dazu gepackt werden, dass da nochmal ein bisschen neues Flair in das ganze System reinkommt, jedenfalls was die Figuren angeht. Den Abschluss der Standard-Orks bilden jetzt diese 4 Mann mit ihren Zweihandwaffen. Das ist auch ein bisschen schade, dass es da so eine geringe Auswahl gibt, aber es ist nun mal so und man hat es ja letzten Endes selber in der Hand, da was dran zu ändern. Ein paar Ideen für Umbauten habe ich schon. Wann das allerdings der Fall sein wird, das kann ich noch nicht sagen. Aber mir spuken da so Sachen im Kopf rum, wie die Äxte gegen Streitkolben auszutauschen und auch die Streithämmer, die da sind, vielleicht als Äxte umzubauen. Möglichkeiten gibt es da eine ganze Menge. Vielleicht auch ein paar Figuren komplett auseinandernehmen, um was ganz anderes draus zu machen. Aber das steht erstmal alles in den Sternen, denn so große Lust habe ich auf diesen Umbau noch nicht. Den Abschluss des Videos bildet dann meine einzige Kriegsmaschine, die ich für meine Orks gebaut habe. Dabei handelt es sich einfach um die Speerschleuder oben auf der Kampfplattform. Auch wenn das Ganze auf dem Rücken der beiden Büffel ruht und sehr beeindruckend aussieht, ist es eben einfach nur eine Speerschleuder mit 2-Mann Besatzung. Der 3. Ork ist damit beschäftigt, Speere von oben nach unten zu werfen. Heute würde ich das Ganze auch nicht mehr so bauen, aber der Gedanke war, als ich damit angefangen habe, ich möchte eine Speerschleuder haben, die irgendwo draufsteht. Hätte ich diese Büffel jetzt größer ausgedruckt oder sogar in Originalgröße ausgedruckt, hätte das Ganze ausgesehen wie eine Gorgoroth-Bestie. Das war auch nicht Sinn der Sache. Ich wollte ja eine kleine Speerschleuder haben. An sich ist die Konstruktion, die da gebaut wurde, auch ziemlich dumm, weil wenn eins von den Tieren stirbt oder durchgeht, ist das ganze Ding völlig nutzlos. Dann können die Orks die Speerschleuder da oben abmontieren und müssen sie selber durch die Gegend tragen. Naja, jetzt ist es so, das Ding ist fertig. Es wird auch irgendwann noch eingesetzt werden, aber wann, das steht auch wie so oft noch in den Sternen. Damit sind wir dann auch am Ende des Videos angekommen und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn es das getan hat, ihr wisst ja, was jetzt kommt, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, teilt das Video, abonniert den Kanal und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und bis bald in meiner Schmiede.